Mein Name ist Julia Schwarzacher. Ich arbeite im Studiengang Multimediat und das seit 2004. Ich bin hauptsächlich im Internationalen tätig und würde gerne von einer Dienstreise aus dem Jahr 2017 erzählen, als ich eine International Fair an unserer Partnerhochschule in Newcastle an der Ostküste Australiens besuchen sollte. Ich bin von Auckland in Neuseeland nach Sydney geflogen. Es war ein sehr stürmischer Flug, ein sehr holpriger Flug. Bin in Sydney angekommen und der Flug nach Newcastle war eingestellt. Ich habe mir gedacht, kein Problem, nehme ich den Zug, bin zum Bahnhof, fuhr ganze 3 Haltestellen mit dem Zug. Zug wurde eingestellt aufgrund von Überflutungen und vom Jahrhundertsturm, der an die Küste gerollt ist. Auch kein Problem, habe ich mir gedacht, nehme ich den Bus. Dann bin ich mit einem sehr alten Bus und einem alten Busfahrer Richtung Newcastle gefahren, kam 4 Uhr nachts nach mehreren Umwegen in Newcastle an. Es war sehr verlassen, dunkel, kein Strom. Ein Polizeiauto fuhr uns entgegen und der Busfahrer hat mich dann dem Polizeiauto übergeben. Die Polizei hat mich zum Hotel gebracht, in dem ich übernachten sollte. Das Hotel musste ich leider auch morgens ganz früh wieder verlassen, da eine Tsunami-Warnung das Hotel erreicht hatte. Und ich war etwas ratlos, wie ich jetzt vom Hotel wegkommen sollte. Da steht mein Kollege der Partnerhochschule in seinen Gummistiefeln mit seinem Jeep und Land Rover dort. Und wir fahren gemeinsam wieder mit Umwegen, um den Überschwemmungen zu entgehen, an den Campus. Die International Fair bestand dann aus mir, der Vertreterin der Fachhochschule Salzburg, und meinem Kollegen, sprich es waren sonst keine Menschen mehr am Campus. Und es hat vielleicht nicht wirklich einen Sinn gehabt, dass ich tatsächlich dann dort war, da es ja keine Fair gegeben hat. Aber die Universität ist immer noch eine Partnerhochschule von uns und ich bin sehr stolz gewesen, dass ich es geschafft habe, hinzukommen. Ähm, und das zeigt mir, dass das, was ich tue und immer noch tue, einfach auch meine Leidenschaft ist. Und da kann man dann schon auch Herausforderungen annehmen.